Wann haben Sie zuletzt für eine Familie mit 2 Kindern eingekauft? Da kommen Sie mit 50 € nicht weit, nicht mal so richtig über den Tag, aber ganz bestimmt nicht für eine Woche. Frau Kollegin Esken, ich will auf einen sehr konkreten anderen Punkt hinaus, was Gegenstand der Koalition war, weil Sie gerade auch Fleisch mit angesprochen haben. Die Realität war, das ist doch jetzt lächerlich. Das ist lächerlich. Sie wissen noch gar nicht, was ich sage, aber es ist für Sie schon lächerlich. Weil wir es auch heute schon vielleicht ein Kommunikationsproblem, aber ich will noch mal darauf hinaus, was Realität war. Der Vorschlag von Ihnen und den Grünen war, in Deutschland weder eine Fleischsteuer einzuführen oder zusätzliche Abgaben oder eine erhöhte Mehrwertsteuer auf Fleisch. Das hat meine Partei dauernd verhindert. Das heißt, in Regierungsverantwortung wollten Sie die Steuern auf Lebensmittel erhöhen und jetzt im Wahlprogramm schlagen Sie das Gegenteil vor. Ich finde, das ist das Glaubwürdigkeitsproblem der SPD aktuell. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr schon gehört, was Saskia Esken und ihre Mitstreiter bei Hart aber fair verzapft haben? Was denken die sich eigentlich, wenn sie uns mit solchen Wahlkampfversprechen beglücken? Schaut euch das an. Eine Mehrwertsteuersenkung für Lebensmittel als große Entlastung verkauft, die den normalen Bürger gerade mal 1 € bei einem Einkauf bringt. Wollen wir so etwas wirklich als Lösung für die steigenden Preise? Und was ist mit den Vorschlägen wie zum Beispiel Förderung von Elektroautos mit unserem Steuergeld? Das kann doch nicht wahr sein, oder? In diesem Video schauen wir uns an, wie die SPD nicht nur an unserer Zukunft rumbastelt, sondern uns mit ihrer Doppelmoral und unfassbaren Ideen die Augen öffnet. Also, wenn ihr genauso wenig von diesen Politikern haltet, dann lasst unbedingt ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert eure Meinung. Wir brauchen eure Stimme. Auf geht's! Gerne über soziale Gerechtigkeit sprechen, weil das auch heute im Bundestag ein großes Thema war. Ich war in den letzten Monaten auch ganz viel im Land unterwegs, wurde nicht gefahren, bin selber gefahren, auf Stadtfesten, Marktplätzen und so weiter. Und da haben viele Menschen immer wieder davon gesprochen, dass die Lebenshaltungskosten einfach so doll gestiegen sind, dass sie sich vieles, was sie sich früher leisten konnten, jetzt nicht mehr leisten können. Welchen Anteil hat denn die Politik der Ampel an dieser Situation oder währt das schon länger? Na, der Graf Lambsdorff, der jetzt unser Botschafter in Russland ist, ich zitiere ihn mal, der hat gesagt, FDP. Unser Industriestandort hatte 3 Standbeine, sagt er. Das erste Standbein war die extrem günstige Energieversorgung aus Russland, ist weg. Das zweite Standbein war, dass NATO und USA für die Sicherheit Deutschlands hafteten, ganz egal, was wir ausgeben. Das akzeptiert überhaupt nicht mehr. Das dritte ist China. Unsere ganzen Wirtschaftsbeziehungen zu China. Und da versuchen die Grünen schon aus ideologischen Gründen, das eher kaputt zu machen. Und ich sage, es gibt noch ein 4. Standbein, das er nicht erwähnt hat, die Bildung. Wir sind rohstoffarm. Schauen Sie sich doch mal unsere Bildungs- und Ausbildungsstruktur an. Es gibt keine Chancengleichheit aller Kinder und Jugendlichen beim Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kunst, Kultur und Sport. Aber genau die braucht man, wenn man genügend Fachkräfte heranbilden will. Und wissen Sie, und das ist für mich alles nicht nachvollziehbar. Aber wir machen jetzt folgenden Vorschlag. Lebensmittel, gar keine Mehrwertsteuer. Also nicht, wie Sie sagen, von 7,05 € runter, sondern 0. Darauf könnte sich dann auch der Einzelhandel einstellen. Und bei Strom müssten wir von 19 auf 7% runtergehen, um dort, wo es wirklich am dringendsten ist, zu helfen. Aber dann bleiben wir doch bei dem auch, wir brauchen eine Mietpreisbremse. Ja. Jeder Mensch in Deutschland soll das Recht haben, bezahlbar wohnen. Wir bleiben mal bei dem konkreten Punkt. Das Wahlprogramm der Linken ist noch weniger durchgerechnet als das der Union. Wir bleiben mal bei dem konkreten Punkt. Bei der Mehrwertsteuer. Wir hatten übrigens eine Mietpreisbremse in der DDR und Sie wissen, wie die später ausgesehen hat. Das war falsch. Aber man muss doch nicht eine falsche Mietpreisbremse machen, sondern eine angemessene. Sozialismus, richtigen Sozialismus. Alternative DDR. Wir sprechen jetzt über die Mehrwertsteuer und zwar hat die SPD einen Vorschlag gemacht. Die Linken haben einen Vorschlag gemacht, den hat Herr Gysi gerade dargestellt, nämlich die Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel komplett abzuschaffen. Die SPD hat einen bisschen, ich würde mal sagen, vorsichtigeren Vorschlag gemacht, nämlich die Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel wie Brot, Käse, Wurst, Fisch, Milch von 7% auf 5%, Frau Esken. Und da hat Friedrich Merz heute im Bundestag, finde ich, ganz gut erklärt, was der Effekt davon wäre. Ja. Herr Bundeskanzler, Sie wollen dann die Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel von 7 auf 5% senken. Das finden die privaten Haushalte richtig gut. Das sind dann ungefähr 6 Cent
auf ein halbes Pfund Butter. Frau Esken, ist der Vorschlag ernst gemeint? Und wenn ja, was bringt er? Der Vorschlag ist ernst gemeint und er ist ja verbunden auch damit, dass jemand, und zwar eine Bundesbehörde, auch ein Auge drauf haben muss, dass diese Mehrwertsteuersenkung weitergegeben wird und dass insgesamt die Preisgestaltung bei den Lebensmitteln überprüft wird, weil da sehen wir ganz klar, die Energiepreise sind mittlerweile wieder auf Vorkriegsniveau, aber die Lebensmittelpreise sind immer noch hoch, obwohl die längst runtergehen können. Von 7 auf 5%, Frau Esken. Also man kann das ja auch, man muss es nicht mit einem halben Pfund Butter durchrechnen, man kann es auch rechnen bei einem Einkauf von 50 €. Wäre diese Mehrwertsteuersenkung dann €1? Wann haben Sie zuletzt für eine Familie mit 2 Kindern eingekauft? Da kommen Sie mit 50 € nicht weit, nicht mal so richtig über den Tag, aber ganz bestimmt nicht für eine Woche. Das heißt, es wirkt sich schon aus, aber vor allem muss es darum gehen, dass eben da auch Preistransparenz hergestellt wird, dass klar wird, dass die Lebensmitteleinzelhändler, die ja in einer ziemlichen Marktmacht stehen und nicht viel Wettbewerb gibt es da, die müssen überprüft werden, damit eben diese Preise nicht weiter so hoch sein können. Herr Dürr, der Vorschlag das würde ja an der Tankstelle auch nicht akzeptiert werden. Ist das ein gangbarer Weg, um die Menschen, das ist ja eine reale Situation, zu entlasten? Inflation ist ein reales Problem. Übrigens auch in dem Zusammenhang Staatsausgaben, die das antreiben. Das war ein Grund, warum in Deutschland die Inflation etwas früher zurückgegangen ist, weil der Staat eben nicht so ausgabeexpansiv war. Aber unabhängig davon, ich glaube, die Menschen springen jetzt nicht im Karree sofort, wenn die Butter 6 Cent billiger ist. Das ist jedenfalls mein persönlicher Eindruck, auch wenn das der Versuch eines Wahlkampfschlagers ist. Aber ich will auf etwas anderes hinaus. Ich frage mich, ja, aber 6 Cent sind, also von 7 auf 5% scheint mir nicht ganz so innovativ zu sein. Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Frau Kollegin Esken, ich will auf einen sehr konkreten anderen Punkt hinaus, was Gegenstand der Koalition war. Weil Sie gerade auch Fleisch mit angesprochen haben. Die Realität war, dass wir lächerlich. Sie wissen noch gar nicht, was ich sage, aber es ist für Sie schon lächerlich. Weil wir es auch heute schon vielleicht ein Kommunikationsproblem, aber ich will noch mal darauf hinaus, was Realität war. Der Vorschlag von Ihnen und den Grünen war, in Deutschland weder eine Fleischsteuer einzuführen oder zusätzliche Abgaben oder eine erhöhte Mehrwertsteuer auf Fleisch. Das hat meine Partei dauernd verhindert. Das heißt, in Regierungsverantwortung wollten Sie die Steuern auf Lebensmittel erhöhen und jetzt im Wahlprogramm schlagen Sie das Gegenteil vor. Ich finde, das ist das Glaubwürdigkeitsproblem der SPD aktuell. Das scheint mir nicht ganz transparent zu sein. Das Problem ist doch ein anderes. Ich habe jetzt ganz kurz noch nicht verstanden, Herr Dürr, finden Sie das jetzt gut, die Mehrwertsteuer zu senken? Oder Nein, ich halte eine Mehrwertsteuersenkung, die übrigens dann ja auch also da gibt es 2 Probleme. Erstens, sie würde jeder bekommen, auch derjenige, der sehr gut verdient, würde davon profitieren. Und die zweite Frage hat Frau Esken indirekt ja schon gesagt. Sie hat gesagt, das müsste dann durch die Behörden, also die Kartellbehörden, noch mal zusätzlich kontrolliert werden. Wir hatten ja solche sporadischen Mehrwertsteuersenkungen schon während Krisenzeiten zu Seiten der Großen Koalition. Und es ist dann nicht weitergegeben worden. Da wird es eine riesige Debatte geben, wie konnte das denn jetzt nicht weitergegeben werden. Das muss jeder Preis also kontrolliert werden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, auch Menschen mit höheren Einkommen profitieren. Ich glaube, was wesentlich klüger wäre eine breite Entlastung der hart arbeitenden Mitte direkt bei der Einkommensteuer. Würde nämlich direkt funktionieren, könnte der Staat selbst entscheiden und man müsste nicht auf das Prinzip kosten. Ich bin mir sicher, Herr Dürr hat unser Programm ganz gelesen und nicht nur entscheiden. Da kommen noch ein paar andere Vorschläge, das ist richtig. Deswegen weiß er, dass wir auch bei der Einkommensteuer entlasten bei der Mehrwertsteuer, wollen, ganz kurz bleiben, Frau Ammann. Sie haben eben gesagt, Herr Dürr macht sich lustig über diesen Nein, ich wollte nur illustrieren, dass die Dimension nicht so groß ist. Darum ja, aber die Dimension ist natürlich groß. Die Dimension ist gewaltig. Ich meine, wie viele Menschen gehen in wie vielen Supermärkten jeden Tag einkaufen? Und das jetzt so runter zu rechnen auf diese 6 Cent, das ist eine Politik, weil Sie von die den dem Thema nicht gerecht wird. Natürlich werden die Leute das spüren. Natürlich werden die Leute diese 2 Prozentpunkte im besten Sinne spüren. Das Problem an dem Vorschlag ist tatsächlich eher die Frage, erstmal, was kostet es den Staat? Ich meine, das ist eine gewaltige Summe, die dadurch dem Staat entgeht. Ich weiß nicht, ob Sie es mal ausgerechnet haben, Frau Esken, wie viel das dann wirklich kostet. Und das Zweite ist die Kontrolle. Kriegt man hin, es zu kontrollieren? Also wie teuer wird das dann? Insgesamt um Kontrolle, wie gesagt. Insgesamt ist die Preisgestaltung im Lebensmitteleinzelhandel ein Problem. Sonst aber Sie haben wahrscheinlich keine Schätzung, wie teuer das wird. Frau Kollegin, was ist denn die Zahl, was es den Staat kosten würde? Und darum müssen wir uns darum kümmern, dass die Lebenshaltungskosten insgesamt besser werden. Dazu gehört der Wohnungsbau vollkommen richtig, aber eben es gibt auch die keine Mietpreisbremse. Zahl, wir wissen durchaus, das ist relativ. Was wäre denn die Zahl, Frau Esken? Die Mietpreisbremse hat die FDP über 3 Jahre lang festgehalten. Frau Esken, wir wollten nur wissen, was ist denn die Zahl, was es im Haushalt ist? Der Streit ist jetzt in der Klammerrot. Ich frage mal jetzt in die Runde hinein. Um soziale Gerechtigkeit. Ist das bei allem Existenziellen von den Wirkungen her, ist das
das Wahlkampfentscheidende oder sind das die wahlkampfentscheidenden Themen bei der nächsten Bundestagswahl? Soziale Gerechtigkeit steht Soziale Gerechtigkeit, ja. Aber da steht momentan steht ganz vorne der Verlust, die Angst des Verlustes des Arbeitsplatzes. Im Zusammenhang auch mit Migration, teilweise vermischt mit allem Drum und Dran. Ich gucke nur die letzten 4 Wahlen an, die wir hatten. In ganz Ostdeutschland hat die demokratische Mitte keine Mehrheit mehr gehabt. Sie ist mit absoluter Mehrheit abgewählt worden. Einige Parteien sind nicht mehr da. Und wenn Sie das Ranking der Demoskopen ansehen, dann merken Sie sehr schnell, dass das existenzielle Thema ein ganz anderes ist, als jetzt sozusagen über diese kleinen Beträge, in der Summe sehr viel. Inflationsproblematik unbestritten, soziale Gerechtigkeit ein Hauptthema. Aber das Entscheidende ist doch, habe ich überhaupt noch Arbeit, um einkaufen zu gehen, oder bin ich sozusagen irgendwo ich glaube nicht, dass ich meine Arbeit verhalten werde. An einer Tafel, in einer Schlange, wie ich das letzte das wieder gesehen habe. Frau Bolloff. Ich stimme Ihnen völlig zu. Bloß ich frage mich, wie sollen denn diese Arbeitsplätze erhalten werden, wenn Sie gleichzeitig sagen, das E-Auto war ein Fehler, zurück zum Verbrenner. Weil, wer sagt das? Das habe ich so rausgehört. Also Sie sagen ja, die Menschen sind nicht mitgenommen worden, die wollen keine E-Autos kaufen. Ja, aber Sie wollen ja offenbar auch nicht, dass entsprechend Investitionen gemacht werden, damit die Infrastruktur aufgebaut wird, wie zum Beispiel Ladesäulen. Es muss einfach insgesamt attraktiver werden, diese Klimawende mitzumachen. Aber Haseloff, und nicht gezwungenermaßen. 2 Sachen aus der Rede von Ihrem Parteivorsitzenden heute erklären. Er hat gesagt, die Arbeitszeit muss verlängert werden. Das finde ich geradezu absurd in Anbetracht der Situation in vielen Betrieben. Und das Zweite, die Steuervorschläge der CDU, die Steuersenkungsvorschläge sehen so aus, dass an die reichsten 10% 52% der Steuervorteile gingen. Und der Rest muss ja sich mit Kleckerbeträgen abfinden. Ich verstehe das nicht. Da gucken Sie sich mal die Zulieferarbeitszeiten an, bei uns im Vorharz. Und gucken Sie sich mal an, was am Band in Wolfsburg realisiert wird. Und dann wissen Sie genau, wo das Delta herkommt, unabhängig davon, dass bestimmte Gewinne heutzutage aus China kommen müssten, die abgebrochen sind. Ich bin übrigens völlig Ihrer Meinung, dass wir endlich gleiche Arbeitszeit und gleichen Lohn für gleiche Arbeit das ist auch Aufgabe der Gewerkschaften. Und eine gleiche Rente für die gleiche Lebensleistung. Dann haben wir den Punkt gemacht. Das wird wirklich höchste Zeit. Ich zeige Ihnen mal, was Olaf Scholz heute im Bundestag zur Schuldenbremse gesagt hat. Der IWF und die OECD beknien uns geradezu, endlich mehr zu investieren. Die Wirtschaftsweisen, die Unternehmensverbände, die Gewerkschaften, alle raten dazu. Haben die alle keine Ahnung? Wenn es ein Land gibt auf der Welt, das es sich leisten kann, in die Zukunft zu investieren, dann sind wir das. Ich habe Vorschläge gemacht, wie wir unser Land auf Vordermann bringen. Und ja, auch indem wir die Schuldenregeln im Grundgesetz klug modernisieren. Frau Esken, Sie haben gerade, als der Film lief, Sie und Gysi haben im Takt genickt und immer Ja gesagt. Sie wollen die Schuldenbremse reformieren. Was heißt das genau? Ja, es geht darum, dass wir in der Schuldenbremse konsumtive Ausgaben und investive Ausgaben gleich behandeln. Und das ist ein Fehler, genau das, was man regelmäßig ausgibt, also den laufenden Haushalt aus Schulden zu finanzieren, wäre falsch. Das will auch niemand, aber Investitionen ja. Es wird ja gerne immer wieder über die schwäbische Hausfrau gesprochen an der Stelle. Jetzt kann ich da eigene Expertise einbringen. Wir würden nicht so dumm sein und den Kühlschrank aus Kreditmitteln füllen. Ja? Aber wenn es zum Dach reinregnet, dann lassen wir das Haus nicht verrotten, nur weil wir sagen, jetzt können wir gerade keine Schulden aufnehmen. Nein, wir müssen jetzt investieren in der Situation, in der leider über Jahre wegen der Schuldenbremse zu wenig in die Infrastruktur investiert wurde, zu wenig saniert wurde, zu wenig modernisiert wurde. Und da haben wir einen Nachholeffekt. Und den müssen wir jetzt tatsächlich auch angehen. Wir müssen massiv investieren in die öffentliche Infrastruktur, auch in die Bildung. Davon spricht auch der BDI und andere, weil wir wissen, die Köpfe unserer Kinder sind unsere Zukunft. Jetzt geht hier doch wirklich alles durcheinander. Wir kamen von der Autoindustrie. Nein. Und jetzt sind wir auf einmal beim Punkt irgendwie Infrastruktur. Ja, natürlich. Also aber Frau Bolloff hat schon auch vom Zug gesprochen, der 40 Minuten spät kommt. So wie es Herrn Haseloff angedroht hatte. Jetzt sind wir bei der Schuldenbremse. Aber ich würde gerne noch einmal ich glaube, es ist eine totale Illusion zu denken, dass man das Geschäftsmodell der Autoindustrie, so wie sie im Moment aufgestellt ist, dadurch rettet, dass man staatliches Geld durch Reform der Schuldenbremse jetzt reinpumpt. Weil das war ja der Ansatz, das hat niemand gesagt, der über Herrn Gysi gerade kam. Ja, ich meine, wenn ich mir anhöre, das hat niemand gesagt.
wenn ich mir anhöre, dass Ihr Job ist bis 2032 sicher und ich frage mich, ich gönne Ihnen das von Herzen und ich wünsche jedem Arbeitnehmer, dass er diese Sicherheit hat, aber es ist doch irgendwie, welches Unternehmen plant denn so, dass das sagt, irgendwie, mein Geschäftsmodell ist in einem sich komplett verändernden Markt, in dem welches wir von den Chinesen komplett plant sein Geschäftsmodell basierend auf einer und dann soll der Staat kommen und einen sozusagen unterstützen dabei, entweder durch Kaufprämien oder durch ein massives Riesenförderprogramm für die Autoindustrie. Wir befinden uns in einer massiven offensichtlich es ein Transformation. Versagen bei Ihrem Unternehmen auf Management-Ebene gab, dass man jetzt in der Situation ist, in der man ist. Und ja, also, Entschuldigung, das ist absolut keine Reform der Schuldenbremse. Nein, das hat doch damals, dieser Wechsel des Themas ist gemacht worden, aber nicht von uns. Das war meine Schuld. Entschuldigung, ich finde es auch gut, die Schuldenbremse das war meine Schuld, ja, aber Sie müssen einmal Frau Boldorf einmal darauf antworten lassen, weil das war ja eine relativ scharfe Analyse von Frau Ammann. Teilen Sie diese Analyse? Jein, klares Jein. Doch natürlich hängt es auch miteinander zusammen. Die großen Industrien brauchen natürlich Investitionen in die Infrastruktur. Wir brauchen die Energiewende kommt und der Ausbau erneuerbaren Energien muss noch mal stark beschleunigt werden, damit langfristig dann natürlich auch Strompreise sinken können. Beispielsweise in dieser Übergangszeit, wir befinden uns in einer massiven Transformation, muss zum Beispiel auch der Industriestrompreis gedeckelt werden, damit energieintensive Industrie trotzdem weiter kostengünstig produzieren kann. Also ja, natürlich rettet das nicht die Automobilindustrie alleine und ich hätte niemals behauptet, dass da keine Fehler auch im Management gemacht wurden. Auch Sie haben ja gesagt, dass da viel verschlafen wurde, selbstverständlich. Aber natürlich hängt es alles miteinander zusammen. Und jetzt bin ich Ihnen dankbar, Frau Boldorf, weil Sie haben die Erklärung geliefert, warum ich von der Automobilindustrie rüber zur Schuldenbremse gegangen bin, weil diese Industrie, wie Sie gesagt haben, natürlich auch massive Investitionen braucht. Und jetzt, Herr Haseloff, ich habe es Ihnen angedroht, wir reden über die Schuldenbremse. Der Entwurf des CDU-Wahlprogramms ist draußen. Da stehen ganz viele Versprechen drin. Wenn man das so zusammenrechnet, kommen Experten auf 50 bis, manche sagen sogar 100 Milliarden Euro, die man für all diese Versprechen bräuchte. Da steht nicht viel drin, wo das Geld eigentlich herkommen soll. Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass, sollte die CDU an die Regierung kommen, sie die Schuldenbremse auch reformiert, damit sie diese Ausgaben schuldenfinanzieren kann? Ich glaube, das ist nicht das erste Thema, sondern da muss ich der FDP in der jetzigen noch vorhandenen Restampel entsprechend recht geben. Es muss erstmal auch durchgeforstet werden, wo wir überall mit großen Positionen drin sind und ob das originäre Verpflichtungen der Verfassung oder politische Entscheidungen sind. Ich will jetzt nicht ein zu großes Fass aufmachen, aber wenn ich mir die Strukturen, die Gesamtsumme des Bürgergeldes ansehe, in Klammern, ich bin klarer Verfechter einer guten Grundsicherung. Ich komme aus sozusagen einfachen Verhältnissen, weiß auch als 10-jähriger Arbeitsamtsdirektor, was es heißt, dass 50% nicht in originärer Arbeit sind, 10 Jahre lang 50%, 25% registriert, 25% in Sondermaßnahmen oder in Vorruhestand. Mir braucht da keiner was zu erzählen. Aber das, was wir momentan haben, auch die Abflüsse, die wir dort haben, ist zum Beispiel ein Paket, was auf jeden Fall auf die Tagesordnung kommt, damit wir auch im Sinne der sozialdemokratischen Tradition auch wieder beim Fördern und Fordern-Prinzip sind. Ja, also da muss ich sagen, da war Gerhard Schröder einer der großen Innovatoren, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben. Ich verstehe, dass Sie nicht über die Schuldenbremse reden wollen, ich über die Schuldenbremse. Bleiben, weil mit dem klare Definition. Die Schuldenbremse steht, nicht aufbringen. 2/3 müssen Sie erstmal im Bundestag und im Bundesrat hinkriegen. Das muss man klar sagen. Frau Eskens, da muss ich dazu sagen, die letzte Grundgesetzänderung war nur durch CDU-Länder überhaupt nötig, weil SPD-Länder, die mit Linken regiert haben, nicht zugestimmt haben, als es um die Finanzierung der Sonderlasten in Richtung der Verteidigungsausgaben ging. Da nur, was den Konsens in unserem Staat anbelangt, wenn die Not wirklich groß ist, stehen wir schon zusammen. Und wir haben sie nicht im Stich gelassen und wir haben den Kanzler auch nicht im Stich gelassen. Der wäre sonst nämlich gescheitert. Aber das ist die andere Sache, dass wir sagen, die Schuldenbremse ist auch im Sinne von Generationengerechtigkeit erstmal
im ersten Schritt tabu zu stellen. Fragen Sie mich jetzt nicht, wann der 2. oder 3. ist, sondern die ist erstmal tabu. Wir haben dort Möglichkeiten, die sind klar definiert. Auf Länderebene übrigens noch schärfer als auf Bundesebene. Dass wir notfalls eine Notlage erklären, wie wir das morgen im Landtag vorhaben, damit wir bestimmte Dinge realisieren, gerade im investiven Bereich. Und solange die Dinge nicht ausgeschöpft sind, brauchen wir über weitere Instrumente derzeit nicht zu reden. Ich hoffe, Sie begründen diese Notlage nicht mit Investitionen. Wir haben das schon alles verpasst. Aber ja, das denke ich wohl. Aber Entschuldigung, Herr Haseloff, ich muss jetzt wirklich fragen, Sie wollen Steuergeschenke an Superverdiener. Die Abschaffung des Soli wollen Sie finanzieren, indem Sie am Bürgergeld sparen. Da staune ich doch. Wir haben morgen eine Entscheidung, da geht es darum, Projekte zu Ende zu machen, die wir aus dem Corona-Sondervermögen dort immer auch im Gesetz festgehalten haben und wo wir nie einen illegalen Transfer an andere Töpfe gemacht haben. So, ich mache mal zur Schuldenbremse. Frau Ammann, die CDU, so ist mein Eindruck, vielleicht teilen Sie den, schlingert bei der Frage ein bisschen rum. Mal hört man Merz sagen, ja, da kann man drüber nachdenken. Dann kommt Carsten Linnemann, der Generalsekretär, und sagt, die CDU steht zur Schuldenbremse ohne Wenn und Aber. Was ist Ihre Prognose, wenn die CDU an der Regierung ist? Und danach sieht es im Moment zumindest so aus, dass das klappen könnte. Geht sie dann an die Schuldenbremse ran? Ja. Das Interessante ist ja, dass Sie jetzt sehr zurückhaltend sind, aber andere Länderministerpräsidenten ja auch von der Union ja schon längst sagen, wir müssen ran an die Schuldenbremse. Und ich weiß nicht, worauf man wettet, wenn es um Friedrich Merz geht, um irgendwie eine Packung Bierdeckel oder was auch immer. Er wird es nach der Wahl angehen, bin ich mir sicher. Denn dieses Programm, das Sie jetzt für die Wahl haben, CDU und CSU, das ist, Sie haben es ja vorhin gesagt, das kann bis zu dreistellige Milliardensummen kosten. Und da sind dann 10 Milliarden, die man beim Bürgergeld angeblich einsparen will. Wie genau, ist mir auch noch nicht klar. Das ist unmöglich zu schaffen, ohne richtig Geld in die Hand zu nehmen, wenn die das so umsetzen wollen. Ja, Frau Ammann, da muss man aber auch klar sagen, es gibt noch einen deutlichen Unterschied zwischen der Definition der Schuldenbremse, wie es in den Verfassungen der Länder, aber auch des Bundes steht, und dem, was im Sinne von Sondervermögen jederzeit diskutiert werden kann. Aber auch zu einem Sondervermögen hat Herr Merz ja nicht gesagt, dass er es machen will. Das habe ich ja auch nicht gesagt, dass er das gesagt hat. Ich will nur sagen, es gibt viele Instrumente. Ja, ich weiß schon, aber ich stelle Ihnen auch eine Frage. Ja, gerne. Dann dürfen Sie versuchen, die Frage nicht zu beantworten, oder Sie beantworten sie. Ich beantworte sie und dann binde ich das direkt ein, was Frau Esken gesagt hat. Friedrich Merz hat in den letzten Wochen immer mal wieder auch angedeutet, andere Ministerpräsidenten haben das auch getan, Herr Haseloff zwischendurch auch mal, dass man durchaus über Möglichkeiten der Reform bei der Schuldenbremse... Nein, ich habe über ein Sondervermögen gesprochen. Sie reden über Sondervermögen? Ja, das ist nicht mal alles durcheinander hauen heute. Friedrich Merz hat über eine mögliche Reform der Schuldenbremse gesprochen. Wird die FDP nach dieser Wahl die einzige Partei noch sein, die klar zur Schuldenbremse steht? Oder ist das auch bei Ihnen mittlerweile vielleicht ein Gedankenspiel, dass, wenn Sie noch mal in eine Regierung kommen sollten nach dieser Wahl, Sie sich vielleicht da ein bisschen bewegen müssen? Also, dass wir zur Schuldenbremse stehen, galt während der Bundesregierung. Übrigens war es im Koalitionsvertrag vereinbart, nebenbei gesagt, auch mit SPD und Grünen. Dass wir das jetzt tun, ist offensichtlich, und dass wir das nach der Wahl tun werden auch. Aber ich will zu den Fakten, weil ich habe das Gefühl, da wird das Wort Investitionen in den Raum geworfen und damit wird alles Mögliche begründet. Das ist gefährlich. Denn auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt unsere gemeinsame Koalitionszeit kurz mal lobe. Aber was haben wir tatsächlich geschafft? Was haben wir tatsächlich geschafft in der Substanz im Vergleich sogar zur Großen Koalition? Wir haben die Investitionsquote des Bundes von 10 auf 20% erhöht. Wir haben das Investitionsvolumen des Bundes von 40 auf 80 Milliarden Euro erhöhen können. Also eine Verdopplung bei den Investitionen unter Einhaltung der Schuldenbremse. Und jetzt ganz kurz das Signal auch an diejenigen, die zukünftig Regierungsverantwortung tragen wollen. Im Jahr 2025 wird es unter Einhaltung der Schuldenbremse möglich sein, auf Bundesebene wohlgemerkt, auf Bundesebene 51 Milliarden Euro neue Schulden zu machen. Und da sagt Frau Esken, das reicht mir alles nicht aus. Und dann gucken wir uns das Ende der Koalition tatsächlich noch mal kurz im Rückspiegel an. An dem Abend, als es zu Ende gegangen ist, war es ja mitnichten so, dass Olaf Scholz gesagt hat, ich brauche mehr Geld für Investitionen. Wir hatten die Investitionsquote, wie ich gerade ausgeführt habe, verdoppelt, sondern Olaf Scholz hat gesagt, wir brauchen mehr Flexibilität. Herr Kukies, der Interimsfinanzminister, hat sogar öffentlich jetzt noch mal wiederholt. Wir brauchen mehr Flexibilität, um irgendwie den Bundeshaushalt zustande zu kriegen. Und es muss für Politiker das gelten, auch was auch zu Hause gilt, nämlich dass man mit dem Geld zurechtkommt, was die Menschen einem zur Verfügung stellen. Ja, wir können in der Schuldenbremse auch
auch Schulden machen in konjunkturell schwierigen Zeiten wie aktuell. Sie ist nämlich flexibel. Aber eins muss doch endlich mal möglich sein, dass man nicht immer den Menschen in die Tasche greift. Und wenn die kein Geld mehr haben, dann nimmt man die Kinder und die Enkelkinder ran. An dem Abend, von dem Sie gerade sprechen, da war doch für die FDP schon beschlossene Sache, dass diese Koalition vorbei ist. Frau Amann, also ich finde es jetzt schwierig, dass Sie sagen, Olaf Scholz ist schuld wegen seiner Forderung. Darum ging es mir. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe analysiert, was an dem Abend die Forderung des Bundeskanzlers war. Er wollte die Schuldenbremse aussetzen, obgleich er wusste, dass die Investitionsquote erhöht worden wäre und dass im kommenden Jahr über 50 Milliarden neue Schulden gemacht werden können. Aber und irgendwann muss es auch mal reichen mit der Schuldenmacherei. Einer muss auch mal Stopp sagen. Ich habe hier auch schon mal gewisse juristische Argumente gehört. Sie haben zum Beispiel Jetzt kommt der Anwalt. Autoförderung kann man machen. Im Vergleich zu USA und China, innerhalb der EU wird es schwierig. Da wird der Kommissar eingreifen. Das haben wir gerade erlebt, als die CSU das mit den Kfz-Steuern versucht hat. Aber das Zweite würde man ja auch nicht mit Schulden machen wollen. Ich will Ihnen mal einen Rückstand schildern. Also, ich werde ja viel durch Deutschland gefahren und dann gebe ich dem Rundfunk gerade ein Interview. Und dann will ich ausnahmsweise mal was Schlaues sagen und dann kommt kein Netz. Und Schluss ist Feierabend, keine Internetverbindung. Und das Schlaue werden Sie nie erfahren, weil beim nächsten Interview habe ich ja vergessen, was ich Schlaues sagen wollte. Mit anderen Worten, ich komme mir vor wie in einem Entwicklungsland. Denn jetzt habe ich jemanden getroffen, der war 2 Jahre in Afrika und der hat mir erzählt, dort war seine Internetverbindung nie unterbrochen. Nicht in der Höhle, nicht hinterm Berg, nicht vorm Berg, nicht auf dem Berg. Warum sind wir denn nicht in der Lage, mit Investitionen mal ein vernünftiges Internet herzustellen? Und zwar so... Das Argument, was Christian Dürr ja bringt, ist ja doch ein interessantes. Also über 50 Milliarden, die Investitionen möglich wären. Da denken womöglich viele Menschen auch, ja, das muss doch genug Geld sein. Also alleine an den Schulen wissen wir, dass ein Investitionsstau, ein Sanierungsstau von 75 Milliarden Euro existiert. Den werden wir natürlich nicht in einem Jahr stemmen können, allein schon, weil wir die Bauarbeiter nicht haben, die das in einem Jahr machen können. Aber wir haben ja an vielen anderen Stellen, wir haben einstürzende Brücken in Deutschland. Wir haben sehr viel investiert in die Bahn, deswegen gibt es auch hier und da eine Verspätung, weil er gebaut wird, aber eben lange nicht genug. Und wenn über so lange Jahre, und das ist eben durch die Schuldenbremse auch geschehen, über so lange Jahre nicht genug investiert wird, dann hat man jetzt einen Nachholbedarf. Den haben wir in der öffentlichen Infrastruktur, den haben wir aber natürlich auch insgesamt in Deutschland. Und deswegen muss jetzt massiv investiert werden, gerade in dieser krisenhaften Situation. Dagegen hat doch niemand was, Frau Esken. Aber da muss man Schwerpunkt im Haushalt der Schweizer Bahn, ja? Also, genau diesen Streit werden wir nach der Bundestagswahl wieder.